So, hallo, wir sind heute am Bodensee bei LCE Performance. Alle Audi-Fans dürften den Namen kennen. Ich als studierter Fahrzeugtechniker bin natürlich auch happy, heute hier zu sein. Ich möchte euch heute einen alten Stammkunden von mir vorstellen, den Sascha. Der ist der Chef von Downforce Racing und der wird zusammen mit dem Steven heute ein bisschen drüber reden, was sie hier gerade machen. Ja, ich bin der Steven von LCE Performance. Ein paar kennen mich vielleicht schon von YouTube-Videos. Ich bin ab und zu mal dabei, wenn es um das Thema Sportquattro geht. Und wie auch hier heute jetzt bei dem Thema dreht sich eigentlich alles um unser zweites Standbein, muss man so sagen, bei LCE Performance, um das Thema Sportquattro. Wir haben unsere Firma eigentlich gesund auf zwei Beinen stehen. Das eine Bein ist natürlich das Thema Tuning, wo uns auch viele kennen. Hauptthema ist da eigentlich im Tuning-Bereich Porsche. Und das ist aber heute nicht unser Thema, sondern das Thema ist eben Sportquattro und das Thema 3D-Scan dazu. Wir haben relativ frisch, muss man sagen, das Thema aufgegriffen, weil wir einfach gemerkt haben, in unserem YouTube-Video auch nochmal angesprochen haben, wo ihr bei uns auf dem Kanal seht, dass Bedarf ist im Bereich Sportquattro, Teilebedarf, in allen Hinsichten schwierig zu bekommen ist. Also man muss eigentlich insofern sagen, die Teile für die Sportquattros, die wir brauchen, sind nicht mehr zu bekommen. Wenn sie zu bekommen sind, sind sie natürlich sehr, sehr teuer, gebraucht, müssen aufgearbeitet werden und oftmals ist dann auch die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität in Frage gestellt, weil diese Teile dann nachher entlackt, aufbereitet, gepulverbeschichtet und so weiter, dann natürlich sehr, sehr teuer sind als alte, gebrauchte Teile. War für uns ganz klar die Intention, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eher in den Bereich gehen, dass wir so viel Neuteile wie möglich anbieten für unser Auto. Ne? Schließlich ist es auch kein Kleingeld, was die Leute bei uns bezahlen für dieses Fahrzeug. Es ist ein Fahrzeug, was aufgrund von Emotionen verkauft wird und das merken wir eben tagtäglich bei unseren Kunden. Nichtsdestotrotz ist neben der Emotion für uns natürlich auch die Qualität äußerst wichtig und Qualität heißt für mich auch immer, dass ich nicht alte Teile nehme und wieder aufarbeite, sondern dem Kunden dann so viel wie möglich Neuwagen biete und Neuteile biete und das ist eben das Thema, was wir hier mit dem Stefan von Downforce Racing, der Sascha von Downforce Racing, mit dem machen wir das, genau. Netter Kerl, durfte ich jetzt vor 2 Wochen das erste Mal kennenlernen und für mich ist natürlich über das Geschäftliche hinaus natürlich auch immer die Zusammenarbeit ein ganz wichtiges Thema, dass das auch übermenschlich einfach passt und obwohl wir uns noch nicht lange kennen, Sascha, denke ich mal, wird es soweit vom Level ganz gut passen. Wir verstehen uns super und merken einfach, dass da viele Synergien sind bei uns in der Firma und natürlich auch in seiner Firma, wo wir beide voneinander profitieren können. Für uns ist das Hauptthema, wie schon angesprochen, dass wir unsere Kunden noch mehr zufriedenstellen können, was Qualität angeht. Und das ist auch unser eigener Anspruch, wo wir wirklich sukzessive von Fahrzeug zu Fahrzeug immer mehr unsere Qualität steigern möchten. Und ich habe es auch schon mal in einem Video angesprochen, in den ersten Fahrzeugen, die wir gebaut haben, waren noch oftmals Komponenten drin, wo ich als Leiter der Firma LCE nicht dahinter stehen kann und ich auch nicht möchte, dass wir sowas, sage ich mal, einfach mit der rosaroten Brille weiter ausführen, sondern wir wollen uns da steigern und die Qualität steigern und deswegen ist es für mich einfach ganz klar gewesen, dass wir jemanden suchen in dem Bereich, haben hier glücklicherweise aus der Region dann eben den Sascha gefunden und sind da einfach happy und freuen uns auf das, was kommt. Wir haben im Video angekündigt, dass wir eben mit diversen Kleinteilen anfangen, weil heute ist es eben so, dass nicht die Kleinteile der ausschlaggebende Punkt sind, ob ein Auto fertig wird oder nicht, sondern aktuell auch noch große Teile. Da kommen wir aber bald von weg. Gerade jetzt so Thema Felgen war oft ein Thema. Ne? Wir haben eine dementsprechend große Bremsanlage. Jetzt kommen eben dann die Felgen hinzu, die dann auch passen müssen. Und so zieht sich über das komplette Fahrzeug hinweg und geht dann natürlich in den Teilebereich rein, wo wir wieder beim Thema sind, wo es hier eigentlich drum geht. Letzte Woche ging es um kleine Teile. Da ging es um Griffe, um Halter, um Clips, um gewisse Luftführung, um das Bedienteil von der Klimaanlage, von der Heizung und so weiter und so fort. Und
Das sind so Teile, die wir gar nicht mehr einbauen möchten, weil sie 40 Jahre alt sind, schäbig aussehen. Ich kann sie so gut wie gar nicht mehr aufarbeiten. Und da gehört es für mich dazu, Sachen, die immer im Sichtbereich sind, wenn ich im Fahrzeug sitze, müssen einfach nahezu neu sein. Und das haben wir jetzt eben mit diesen Kleinteilen auf jeden Fall schon mal schön in Angriff genommen. Für mich das Wichtigste, was wir letzte Woche hatten, war das Thema Außenspiegel. Das ist was, wo ich sage, wir haben eigentlich so ein schönes Fahrzeug beieinander und die sind dann frisch lackiert und dann habe ich diese alten, 40 Jahre alten Spiegel, die dann rissig, porös sind und so weiter, war das für mich das erste Thema, was ich mit dem Sascha angegangen bin und da freuen wir uns natürlich schon auf das Resultat und werden euch natürlich da auch nochmal mitnehmen und euch das Ganze zeigen. Ja, darüber hinaus haben wir jetzt natürlich gesagt, wir wollen es noch ausweiten nach Möglichkeit und werden da im Sinne der Zusammenarbeit und wie sich das Ganze eben entwickelt, auch auf die Karosserieteile übergehen. Wir haben aktuell Karosserieteile aus Carbon, die sehr, sehr gut sind, wie ich finde, aber es geht eben besser. Warum geht es besser? Weil wir haben ja, wie wir auch offen kommuniziert haben, diese Teile vom Original abgeformt. Das heißt, wir haben hier wirklich identische Maße. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, waren die Teile damals nicht perfekt. Und das heißt, diese nicht perfekten Teile vom Original werden dann eben abgeformt und so habe ich eben auch die kleinen Makel, die es da gibt, mit abgeformt und wir wollen es ja eigentlich perfektionieren, das Ganze. Und deswegen ist das Thema Scan, CAD und das Ganze dann eben wieder zu glätten und so weiter ein aktuelles Thema, wo für mich selber Neuland ist. Ich komme nicht aus dem Bereich Engineering, aber ich interessiere mich sehr dafür und ich finde es faszinierend, da zuzuschauen, wie das Ganze eben entsteht. Und ja, freue mich da auf die Zusammenarbeit. Neben dem Sascha von Downforce Racing ist heute auch der Lutz da. Der Lutz ist von der 3D-Scan-Akademie. Genau. Und wir werden heute zu dritt uns mal unsere Sportkartros anschauen, die Teile dazu anschauen, ein paar Sachen scannen. Da werden wir noch ein paar tolle Videoschnitte dazu machen und ja, an der Stelle möchte ich auch einfach nochmal Danke sagen für euer Kommen heute. Danke Sascha, danke Lutz und ja, wünsche euch viel Spaß beim Videoschauen. Und wir werden jetzt für LCE die Teile scannen und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I blow soon, soon. Know as a child back in the womb. Oh, told her step back, I need more. Bezüglich dem 3D-Scannen gab es zwei Hauptaufgaben an dem Tag. Auf der einen Seite das Einscannen vom eigentlichen Rohchassis, bei dem ohne Kotflügel und Anbauteile die Möglichkeit besteht, einfach die ganzen Montagebereiche sauber einzuscannen, um dann nachher die hergestellten Teile darauf anpassen zu können. Hier habe ich mir das Fahrzeug sehr genau angeschaut, das hier ausgebeint aufgebockt war und habe danach beschlossen, dass wir das Fahrzeug komplett einscannen und zwar nicht wie sonst üblich nur eine Hälfte, die gespiegelt wird, sondern wirklich beide Seiten und auch die Verbindung, um die Möglichkeit zu haben, durch eine Spiegelung festzustellen, ob das Fahrzeug bezüglich der wichtigen Geometrien intakt ist oder vielleicht schon mal durch einen Unfall entsprechend beeinflusst wurde. Es ist auch möglich, dass bei einer Ausbesserung von durchgerosteten Blechen oder so irgendwas verzogen wird. Und um hier Sicherheit zu haben, dass das Fahrzeug diesbezüglich in Ordnung ist, haben wir es einfach komplett eingescannt. Das gleiche haben wir mit der Karosserie auch gemacht. Natürlich ist es deutlich mehr Arbeit, ein komplettes Chassis zu scannen. Es ist genau genommen die doppelte Arbeit, die eigentlich im Prinzip geplant war. Deswegen haben wir auch wieder mit Kreppbändern gearbeitet, die man schnell umsetzen kann, wo Markerpunkte drauf sind. Die können wir dann später auch für die Karosserie wieder weiterverwenden. Und so haben wir uns dann durchs komplette Chassis gearbeitet und das von beiden Seiten komplett eingescannt, einschließlich der Fensterrahmen. Neben der Montagegeometrien und Montagepunkte ist natürlich auch die Außenhaut sehr wichtig, wenn es darum geht, Carbonteile nachzufertigen. Dazu wurde von LCE das Fahrzeug im Vorfeld auf einem Wagen mit Rollen montiert und so hatten wir die Möglichkeit, das Fahrzeug von allen Seiten gut scannen zu können. Natürlich waren auch keine störenden Technikteile wie Achsen, Motor oder sonstige Interieurteile im Weg. Und auch hier haben wir uns wieder dazu entschlossen, das komplette Fahrzeug von beiden Seiten einzuscannen,
Wir haben hier auch die Klebestreifen, die wir gemacht haben, wiederverwendet. Die haben wir auch wie bei dem Flugzeugflügel in dem Beispiel von der AK Flieg umgesetzt, um die möglichst rausschneiden zu können, dass wir nachher keine Marker mehr im Datensatz haben. Und so haben wir die komplette Karosserie-Außenhaut durchgescannt. Zwischendurch haben wir dann auch mal einen Mitarbeiter von LCE mit dem UE Pro ein bisschen scannen lassen. Wir waren da auch nicht ganz so unglücklich drüber, dass das nicht alles quasi nur einer machen musste, dass wir uns da abwechseln konnten. Und wie ihr sehen konnt, haben die Mitarbeiter auch hier echt ihren Spaß gehabt beim Scannen. Also am Ende hatte ich so manchmal den Eindruck, die wollten am liebsten noch weitermachen und noch das ein oder andere Fahrzeug mit einscannen. Der FreeScan UE Pro war die Wahl des Tages heute, weil wir im Vergleich zu anderen Scannern wie einem HX oder auch einem Pro HD einfach bei sehr hoher Genauigkeit auch über große Längen so ein Fahrzeug durch das große Scanfeld sehr schnell abziehen können. Mit dem Fast-Scan-Modus ist es wirklich super flüssig gelaufen, auch ohne die Carbonteile einzusprühen. Die waren leicht angeschliffen, deswegen war es noch leichter, die zu scannen. Und ihr könnt ja jetzt hier im Screen Capturing sehen, wie schnell hier quasi so eine Fläche abzuziehen ist. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell man fast ein ganzes Auto einscannen kann mit einem modernen Laserscanner. Es geht leider nicht auf allen Oberflächen alles. Deswegen haben wir immer Scanspray dabei. Heute haben wir wieder eine Dose Tarnish 50 mitgebracht und haben die Scheibe vom Sport Quattro eingescannt. Und das werden wir euch jetzt nochmal zeigen. Also ich bin der Sascha, den der Steven schon angesprochen hat oder angeteasert hat. Ich bin der Inhaber von der Firma Downforce Racing. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Carbonteilen oder eigentlich fast nur mit Carbonteilen, produzieren die selbst, entwickeln die selbst und alles auf Basis von 3D-Scan-Modellen, die wir mit Hilfe von Lutz anfertigen, mit seinen 3D-Scannern und mit seiner Expertise in dem ganzen Fachgebiet. Dafür nochmal danke. Das Ganze haben wir angefangen vor mehreren Jahren im Prinzip. Es ist ein bisschen reingewachsen. Wir hatten ursprünglich geplant, die Produktion gar nicht selbst zu machen, sondern die Produktion quasi abzugeben und nur die Entwicklung zu machen und die 3D-Scans eben, um die Teile zu konstruieren und dann quasi die Produktion abzugeben, weil es halt einfach ein relativ großer Aufwand ist, die ganze Produktion aufzubauen, bis man quasi im ganzen Thema drin ist, bis die Teile auch vernünftig werden. Das dauert einfach ein bisschen. Und ja, im Prinzip haben wir dann gemerkt, dass das leichter gesagt als getan ist. Man hat tatsächlich Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, dass das sauber funktioniert, dass das auch in gewissen Zeitrahmen funktioniert, die vertretbar sind. Und letztendlich hat es sich dann so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, holen das Material und die Expertise, die wir brauchen, machen sehr viele Fehler, bis das dann am Ende gut funktioniert und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir mit dem Steven zusammen ein paar Teile bauen, wenn alles gut läuft, für den Sport Quattro, die dann am Ende von der Qualität auch so sind, dass sowohl wir als auch der Steven mit LCE dahinter stehen können und sagen können, okay, das sieht schon wirklich geil aus und das können wir auch so lassen. Ich selbst komme auch aus der Fahrzeugtechnik, habe Fahrzeug- und Motorentechnik in Stuttgart studiert und im Prinzip mit dem Studium, mit dem ganzen Interesse am Fahrzeug und am Motorsport ist diese ganze Geschichte eigentlich entstanden mit dem Tuning und mit dem Wunsch, irgendwas an einem bestehenden Fahrzeug zu verbessern und zu sagen, okay, alles klar, das ist für ein Serienprodukt gut, aber für den Anwender, der halt irgendwas Spezielleres braucht, halt einfach nicht ausreichend. Sehr viel Motorsport, sehr viel Rennstrecke dabei, wo man einfach sagen muss, ein klassisches, normales Fahrzeug für den normalen Straßenverkehr wird auf einer Rennstrecke nie 100% funktionieren. Ist schlicht und ergreifend auch nicht Sinn und Zweck der Sache, denn auch der Normalverbraucher, der von mir aus auch mal 2-3 Mal im Jahr einen Track, der auf der Nordschleife macht oder einen Touristenfahrten macht, der braucht das schlicht und einfach nicht. Zumindest mal nicht in dem Ausmaß, in dem man es halt auf die Spitze treiben kann. Und da sind wir quasi angesiedelt. Also wir gucken, dass wir die Fahrzeuge schneller bauen, schneller machen und vor allen Dingen viel mit Aerodynamik machen, je nach Kundenanforderung, auch mit CFD-Simulationen. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist im Prinzip ein virtueller Windkanal, der am PC simuliert wird. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Simulation, eine sehr, nennen wir es auch kostspielige Simulation, aber letztendlich die einzige Art und Weise neben dem realen Windkanal, wie man tatsächlich ein Produkt entwickeln kann, welches auch nachweislich in Anführungszeichen funktioniert. Das Ganze wird natürlich validiert mit Testfahrten am realen Fahrzeug später, mit dem tatsächlichen realen Flügel oder eben mit Basissimulationen, sprich man geht hin,
scannt das Fahrzeug im Serienzustand, hat dann seine Abtriebswerte, die bei der Simulation rauskommen, vergleicht dann mit den realen Ergebnissen, die man halt hat am realen Fahrzeug, die man über auf verschiedene Weisen indirekt bestimmen kann, und kann dann quasi da die Abweichung rausziehen aus der Simulation zum Realvergleich, und dann weiß man im Prinzip, okay, ist meine Simulation genau genug, hilft das überhaupt irgendwas, oder bin ich jetzt, keine Ahnung, 100% daneben, dann kann man es auch lassen mit der Simulation. Aber in der Regel erzielt man da ziemlich gute Ergebnisse mit, und auch unser eigenes Produkt, was wir damit rausgebracht haben, der TT-Club Sportheckflügel für den Audi TT, der ist auch auf diese Weise entstanden und bringt auch nachweislich, auch nach jetzt Kundenreferenzen, die wir jetzt bekommen haben und Feedback, doch deutlichen Anpressdruck, der dann halt auch echt viel Ruhe ins Fahrzeug bringt. Und das ist halt einfach so eine Expertise, die wir mit reinbringen, die wir eventuell, je nach Nutzen, den der Steven da hat, auch vielleicht auch mit hier reinbringen werden. Wobei es jetzt erstmal darum gehen wird, Teile nachzubauen, die es halt schon gibt im Prinzip, oder die Karosse so nachzubauen, dass es wirklich mit dem aktuellen Fahrzeug im Neubauzustand zu vergleichen ist. Wie das Steven schon gesagt hat, ein Fahrzeug vor 40 Jahren, gerade der Sport Quattro, der ja im Prinzip auch damals schon ein Zusammenschluss aus 2 Fahrzeugen war, hat einfach für die damalige Zeit zwar vernünftige Qualität gehabt, aber für den heutigen Vergleich halt einfach nicht genau das, was ein Kunde halt haben möchte, der halt doch kein Kleingeld, wie der Steven das genannt hat, ausgibt. Der möchte natürlich eine vernünftige Qualität haben, wodurch Spaltmaße auch zusammenpassen und das Ganze halt Hand und Fuß hat. Und ja, da kommen wir ins Spiel, und da werden wir dann gucken, dass wir unser Bestes geben. Da werden wir unser Bestes geben und da vernünftige Teile liefern. So, dann sind wir heute auch erstmal am Ende für das Video. Ich glaube, das ist jetzt doch deutlich länger geworden, als es ursprünglich geplant war. Ich glaube, wir werden den Rest vom Inhalt, wo es mehr um Carbonteile und das Scannen von Carbonteilen geht, wo es auch ein paar Sachen wirklich zu beachten gibt, werden wir in ein weiteres Video auslagern. Und dann freue ich mich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant, wie es für uns war vor Ort. Es ist wirklich eine hochprofessionelle Werkstatt. Hat auch wieder Spaß gemacht, mit dem Sascha zu arbeiten. Und hier wieder ein interessantes Projekt, mal wieder vor den Scanner zu bekommen. Ihr könnt euch sicher sein, dass das Folgevideo nicht viel weniger spannend sein wird. Das wird ein bisschen technischer, aber ich bin mir ganz sicher, ein paar von euch wollen genau das auch sehen.